Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich nehme das Video gerade nach dem legendären Livestream, nach dem grandiosen Livestream gestern Abend auf. Ja, und ich fasse euch jetzt nochmal alle relevanten News zusammen, die dort in den 2-3 Stunden oder was es war, ja, verkleckert rausgehauen worden sind. Ja, ich gebe nicht nochmal extra meine Meinung hier im Video dazu kund, wie der Livestream aufgebaut war, dass das eine reine Katastrophe war. Darüber brauchen wir uns, denke ich mal, nicht zu streiten. Das ist, da bin ich nicht der Einzige mit der Meinung. Ja, und ansonsten habe ich gestern Abend hier in der Shakes and Fidget Taverne nochmal Ed Leander, nochmal an Player Games, mein Feedback dagelassen, weil er nochmal um Feedback gebeten hatte. Und das war mein Feedback, könnt ihr euch gerne durchlesen. Ansonsten bin ich da soweit durch. Ich denke mal, meine Meinung habe ich dazu auch gestern in meinem Stream vertreten. Und ja, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die wichtigen Sachen und lassen die unrelevanten Sachen im Hintergrund. Das ist nicht unser Bier, und zwar den Legendary Dungeon, der gestern announced wurde im Stream von dem netten Kollegen hier unten. Und ja, der hatte die Aufgabe, an tausende Zuschauer ja, den legendären Dungeon zu präsentieren. So, und wir gehen jetzt mal gebündelt durch, was wir dort alles sehen, wann der Dungeon rauskommen wird, denn das wurde gestern Abend tatsächlich auch noch geleakt, ja, und das nicht im Stream, sondern im Forum, das werde ich euch auch noch gleich erzählen. Ansonsten kriegen wir auch noch weitere News, bis der Dungeon rauskommen wird, ja. Und über diese weiteren News informiere ich euch natürlich auch. Falls ihr da in Zukunft nichts über Shakes and Fidget News verpassen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten gucken wir mal, was wir hier so sehen. Und zwar auf jeden Fall ist das der neue Dungeon. Der wird im Harry Potter Look Design Universum spielen. Ja, wir haben ja schon mal einen Harry Potter Dungeon, und zwar eine altehrwürdige Zauberschule. Also kann ich mir gut vorstellen, dass dort ein paar Zwischenbosse auch wieder mal rein kopiert werden, die wir schon in der Zauberschule gesehen haben. Das gleiche war ja schon bei Herr der Ringe der Fall gewesen. Ja, ansonsten fällt uns auf, dass wir hier 100 Etagen anstatt 200 Etagen haben. Das heißt, wir haben die Hälfte an Etagen weniger. Wie sehr uns das im Gameplay beeinflussen wird, das ist bisher noch unbekannt. Wie sehr sich das auf den Pilz, ja, auf die Pilzausgabe auswirken wird, das wissen wir bisher auch noch nicht. Erstmal hört es sich ja ganz gut an, dass man weniger Etagen braucht, aber wir werden sehen, ob die Gegner vielleicht stärker werden oder was weiß ich, was da noch so kommen könnte. Das wissen wir bisher noch nicht. Ansonsten sehen wir hier links oben ein kleines Feld. Wofür das genau steht, wissen wir auch noch nicht. Ja, was uns direkt ins Auge springt, ist aber hier unten diese Leiste. Ja, und zwar wurde vom Streamer so, dass mehr oder weniger kommuniziert, dass es dort ein paar Buffs und Debuffs geben wird, die man sich wohl verdienen kann in diesem Legendary Dungeon. Es gibt wohl so eine Art Händler, auf den man wohl treffen kann. So wurde das Ganze, so wurde das Ganze angekündigt. Und bei diesem Händler kann man sich wohl diese Buffs kaufen, die einen selbst voranbringen soll im Spiel. Wie das Ganze zu bezahlen ist oder was man dafür ausgeben muss, das ist bisher auch noch nicht bekannt. Und diese Buffs sollen einen sowas bringen, wie zum Beispiel wurde gesagt gestern im Stream, sowas wie ein One-Hit Punch, One-Punch-Man, One-Hit oder sowas, ne? Dass man den Gegner ja zum Beispiel wegpunchen kann, ohne dass man vielleicht Schaden nimmt. Ansonsten haben wir hier noch ein Bildchen, vielleicht der sieht aus wie so ein Schlüsselhändler oder so, ja, wissen wir auch noch nichts ganz Genaues. Hier haben wir noch eine Grafik, ne? Und hier sehen wir einmal eine Grafik von der Fähigkeit, ja, die hier unten zu sehen ist. Hier ist ein Bild vom Dungeon Room sozusagen, wie es dort aussieht. Hier sehen wir einen Gegner und hier unten haben wir wieder eine Leiste mit neuen Symbolen. Ja, und das Ganze unterscheidet sich wohl von, wenn man einen Raum betreten hat, hat man eine verschiedene Anzahl an Symbole, die man sich aussucht. Und wenn man vor einem Raum steht, hat man hier wohl auch eine gewisse
Leiste, wo man halt sich seine Buffs oder Debuffs aussuchen kann. Ja? Ob das Ganze so einzeln gehandhabt wird, dass man vor einem Raum die Buffs anders sind, als wenn man im Raum steht, ist bisher auch noch nicht offiziell bekannt. Ja, aber man sieht hier zum Beispiel, dass der gute Kollege, der könnte hier der One-Punch-Man sein, der, wo man die Fähigkeit einsetzen kann und der dann den Gegner wegklatscht und man selbst keinen Schaden nimmt. Ansonsten könnte man noch spekulieren. Hier sieht man zum Beispiel eine Faust, die durch eine Tür geht. Hier sehen wir einen Schlüssel, oder kein Schlüssel, sondern ein Schlüsselloch quasi, ne? Eine Türklinke. Ja, das könnte quasi bedeuten, dass man eine Tür öffnen kann, ohne einen Schlüssel vielleicht zu benutzen. Hier sehen wir einen Dude, der in einer Rüstung gepanzert ist. Das könnte sowas sein, dass man vielleicht weniger Schaden bekommt. Ja. Und da könnte man auf jeden Fall viel spekulieren, was das Ganze sein könnte. Auf jeden Fall sollen wir in naher Zukunft, bevor der Dungeon erscheinen wird, noch weitere News zu den Mechanics noch erfahren und das Ganze über das Forum, den Community Manager, der das Ganze auch nochmal geleakt hatte, wann es rauskommen wird. Ja, und zwar sehen wir hier, hatte er gestern im Forum geschrieben, ihr wollt einen Leak? Fragezeichen, 11 Tage Dungeon dank Ostermontag. Was bedeutet das für uns im Umkehrschluss? Der Ostermontag ist am 5. Ja, und ein legendärer Dungeon dauert in der Regel 10 Tage. Ja, diesmal dauert er 11 Tage, da der Ostermontag noch mit eingeschlossen ist. Das heißt, wir gehen 10 Tage zurück und 11 Tage zurück, dank dem Ostermontag, und kommen auf dem Freitag, den 26. März, wohlgemerkt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass am Freitag, dem 26. Der Dungeon wohl aufmachen wird. Ja, und bis zum 5. April gehen wird. Also diesmal haben wir 11 Tage diesen legendären Dungeon. Ja, ein Tag mehr könnte auch sein, dass diesmal die Free-to-Play-Spieler vielleicht 2 Dungeon-Durchgänge schaffen, also 2 legendäre Items bekommen. Vielleicht sogar auch noch mehr, kommt drauf an, da wir jetzt ja nicht 200, sondern nur 100 Etagen haben. Ich weiß nicht, wie sehr sich das Ganze auf das Gameplay auswirken wird. Das werden wir erst noch in naher Zukunft erfahren. Ja, ansonsten soll der Dungeon sowas wie Harry Potter oder fantastischer Dungeon sein. Es soll fantastische, legendäre Items geben. Wie weit das, keine Ahnung, diese legendären Items besser sind, weiß ich nicht. Es werden wahrscheinlich ganz stinknormale Legendaries sein. Ja, das Ganze ist halt, wie gesagt, nur im Look von Harry Potter gehalten und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ansonsten werden wir die Tage natürlich auch live streamen. Ich hatte ja schon angekündigt gehabt, dass wir hier dazu einen fetten Stream starten werden. Wann der sein wird, werde ich euch noch kundtun. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht direkt am Freitag streamen können, wo der Dungeon rauskommen wird. Da bin ich, glaube ich, arbeitlich verhindert. Da werde ich wahrscheinlich erst das Wochenende oder später irgendwann streamen. Ansonsten hatte ich geplant gehabt, dass ich einen Teststream machen möchte. Am Wochenende wohl, denke ich. Ja, wo wir einen Teststream machen werden, wo wir 1 bis 2 Runs mal ausprobieren. Live im Stream. Ja, das werde ich ankündigen. Und zwar, warum möchte ich den testen? Weil ich den testen möchte für den zweiten Stream, weil ich werde von dem legendären Dungeon 2 Streams machen. Einmal einen Teststream, wo ich austesten werde, was die beste Taktik ist. Und beim zweiten Stream, wo ich dann frei habe, da möchte ich dann ein bisschen länger streamen, da möchte ich mich dann komplett neu equippen, da möchte ich dann richtig ausrasten mit neuen Legendary Items, weil ich ja auf meinem Server deutlich besser werden möchte, als ich bisher bin. Ja, da möchte ich mich noch weiter oben in der Rangliste stagnieren und möchte da auf jeden Fall meine Stats ein bisschen improven. Das heißt, ich rüste mich komplett legendär aus und möchte natürlich auch eine neue legendäre Waffe haben. Und ja, deswegen werde ich einen Teststream machen, um die beste Taktik rauszufinden. Und dann im späteren Verlauf, irgendwann, wenn ich frei habe, was weiß ich, am 3. oder 4. irgendwie werde ich dann nochmal einen Stream machen, wo ich dann einen richtig langen legendären Dungeon Grind Stream machen werde, wo wir dann uns alle
legendären Items holen werden. Gut, das auf jeden Fall soweit zu den News, die jetzt momentan draußen sind. Mehr gibt es nicht zu berichten. Das ist alles, was ihr zum legendären Dungeon wissen müsst. Ja, ansonsten, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf dieses Video da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.